Hi, hast du dich schon einmal in deinem Leben von so vielen Dingen überwältigt gefühlt? Manchmal halten wir unbewusst an vergangene Verletzungen fest, die unserem persönlichen Wachstum im Weg stehen. Denn wir sind wütend auf uns selbst, weil wir damals so gehandelt haben. Wenn du anfängst, dir selbst zu verzeihen, wird sich dein Leben verändern. Ich nenne dir heute 15 Dinge, die ich aufgegeben habe, damit mein Leben wieder einfacher wird. Ich habe mir verziehen, dass ich mich in die falsche Person verliebt habe. Und ich glaube, einige kennen es, wenn du dein Herz verschenkst und du weißt, es war falsch. Du fragst dich, warum du so naiv sein konntest oder warum du gewisse Dinge nicht gesehen hast. Herzensangelegenheiten waren noch nie einfach oder sind nicht einfach. Und wenn man akzeptiert, auch wenn es die falsche Person war, dass man lieben kann, sieht man vieles anders. Denn wir gehen nicht raus und dann lesen wir, hey, verlieb dich nicht, ich bin die falsche Person. Nein. Das wäre ja einfach, oder? Das wäre ja wirklich einfach. Auch wenn es vielleicht die falsche Person war, sollte man stolz darauf sein, dass man lieben kann, dass man die Gefühle empfindet, dass man die Gefühle hat und vor allem, dass man Liebe schenken kann. Das macht uns lebendig oder das hält uns lebendig. Ich finde, es ist ein wunderbares Gefühl. Ich habe zu spät im Leben meine Leidenschaft entdeckt. Und manchmal denke ich habe nicht nur eine. Ich kenne so viele Menschen, die wissen, was sie wollen. Die haben eine Leidenschaft für den Rest des Lebens. Ich bin immer wie ein Huhn rumgerannt und habe überall die Körner aufgepickt. Manchmal habe ich was gefunden, was mir gefällt und dann war es doch nicht das Richtige. Ich habe mir darüber Sorgen gemacht, warum ich nicht nur eine Leidenschaft habe, anstatt es zu akzeptieren, dass man mich einfach mit so vielen Dingen begeistern kann, dass ich mich begeistern lasse und dass es am Ende nicht nur eine Leidenschaft ist. Und auch wenn ich sie jetzt gefunden habe, weiß ich, dass ich noch mehrere finden werde. Die Zeiten, in denen ich mich selbst hinterfragt habe. Ich bin ein Mensch, ich achte immer auf mein Bauchgefühl. Das ist meine innere Stimme, das ist meine Intuition. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ach komm, das ist alles Hokuspokus, achte mal nicht darauf. Und das habe ich getan. Und ich habe es immer bereut. Ich habe es immer bereut, denn mein Bauchgefühl hat mich noch nie enttäuscht. Obwohl ich wusste, dass mein Bauchgefühl richtig war, habe ich mich beeinflussen lassen. Und das ärgert mich. Im Nachhinein ärgert es mich, aber am Ende kann ich euch sagen, es gibt mir mehr Vertrauen, dass ich auf mein Bauchgefühl hören sollte. Die Person, die ich nicht richtig lieben konnte. Manchmal versucht man, eine Beziehung so hart am Laufen zu bringen, weil du einfach denkst, das ist der Richtige oder weil du einfach denkst, das ist so ein liebenswerter Mensch. Und egal, was andere um dich herum sagen, wie toll sie ihn finden, die Gefühle kommen nicht, die Gefühle sind nicht da und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du merkst, es ist völlig egal, wie lange du in dieser Beziehung bist. Es wird es nicht ändern. Wenn keine Liebe da ist, kann man sie auch nicht erblühen lassen, finde ich. Und man kann die Liebe nicht erzwingen. Man muss sich selbst verzeihen, dass man alles, obwohl man alles gegeben hat, die Person einfach nicht liebt. Die Art und Weise, wie ich mich in meinem Leben manchmal behandelt habe. Denn ich war nicht immer mein bester Freund oder ich war nicht immer der Cheerleader für mich. Ne? Also es gab Momente, da habe ich mich selbst belogen. Es gab Momente, da war ich nicht gut genug für mich selbst. Wenn man versteht, dass es Phasen sind, die immer wieder auftauchen im Leben, dass es okay ist, dass man sich mal nicht gut genug fühlt, dass man sich zu dick oder zu dünn fühlt, dass man vielleicht manchmal auch zweifelt, dann verzeiht man sich selbst, weil es eben kein Dauerzustand ist, weil man eben weiß, dass die Phase wieder vorbeigeht. Es gab Zeiten, in denen ich zu egoistisch war. Ich denke, es ist eine gute Sache, sich selbst zu lieben, um sich selbst zu kümmern und manchmal muss man Dinge priorisieren, manchmal muss man sich an erste Stelle stellen, auch wenn es egoistisch klingt. Es geht nur um die richtige Balance. Ich hatte 2, 3 Situationen, wo ich drüber war. Also es war nicht immer so. Grundsätzlich würde ich aber sagen, ja, ich priorisiere mein Leben. Also ich bin schon jemand, der auf mein Leben achtet und ja, ich kümmere mich um mich selbst. Wenn ich mich nicht um mich selbst kümmern kann, dann kann ich mich auch nicht um andere kümmern. Von daher ist es auch gut, egoistisch zu sein, aber man sollte halt immer so eine Balance finden. Die Beziehung, die ich verlassen habe. Und ja, ich habe verlassen und ich bin auch schon verlassen worden, aber beides ist schmerzhaft. Und wenn ihr euch jetzt fragt, naja, warum? Wenn du verlässt, dann willst du das doch auch? Ja, nur weil das meine Entscheidung ist, bedeutet es nicht, dass ich die Person nicht mehr mag oder so. Manchmal
kannst du nicht das geben, was die Person will. Mehr Liebe, mehr Aufmerksamkeit, mehr Zuneigung. Und wenn du merkst, das bist du nicht mehr oder du fühlst nicht mehr so, dann denkst du darüber nach, die Beziehung zu beenden. Und manchmal ist es besser. Manche Menschen begleiten dich nur für eine Weile und verschwinden wieder. Manche Menschen sind einfach nicht für dein Leben bestimmt. Wenn man versteht, dass nichts für ewig hält, dann geht man damit auch besser um. Und wenn es so sein sollte, dass ihr füreinander bestimmt seid, dann kommt die Person auch wieder in dein Leben. Irgendwann wird sie wieder auftauchen. Meine Misserfolge. Und ja, ich bin in meinem Leben schon öfter gescheitert. Ich habe eine Ausbildung angefangen, die ich abgebrochen habe. Ich bin schon gekündigt worden, weil ich den Job nicht gut gemacht habe. Ich habe aber auch schon gekündigt, weil ich der Meinung war, das ist nicht das Richtige für mich. Manchmal gehen wir blind in eine Richtung, weil wir denken, das ist der richtige Weg. Und durch das Scheitern realisieren wir, dass es eben nicht der richtige Weg ist. Die Fehler, die ich gemacht habe. Und es waren einige. Ich denke, der erste Schritt, um sich zu vergeben, ist wirklich zu verstehen, dass Fehler zum Leben gehören. Fehler sind ein Teil des Lebens und sie sind auch ein Wegweiser. Wir lernen aus Fehlern. Wenn du etwas bereust und du nochmal in so einer ähnlichen Situation kommst, dann wirst du vermutlich genauer darauf achten. Du willst diesen Fehler nicht nochmal machen. Es ist ein Wegweiser. Die Momente, in denen ich nicht mehr geben konnte. Kennt ihr das? Es gibt Situationen, da fragt man sich, ob es alles war. Man fragt sich, was wäre wenn? Was wäre, wenn ich so reagiert hätte? Was wäre, wenn ich das gemacht hätte? Aber ich kann euch sagen, es bringt nichts, denn manchmal muss man verstehen, dass man in dem Moment, in der Situation wirklich sein Bestes gegeben hat, dass man nicht mehr hätte geben können. Denn jeder ist in einer Situation, wo es eben das war, wo es eben genug war, wo es eben nicht, wo es alles war. In dem Moment hast du wirklich alles gegeben. All die Träume und Hoffnungen, die ich aufgegeben habe. Es gibt Träume, vor allem Träume, die ich aufgegeben habe, und ich am Ende der Meinung bin, ich habe nicht genug investiert oder ich habe nicht genug daran geglaubt. Manchmal habe ich Träume aufgegeben, weil ich musste. Manche Träume bleiben einfach Träume und das muss man akzeptieren. Manche Träume werden einfach nicht zur Realität. Vielleicht können sie das auch nicht. Manchmal sterben Träume oder die Hoffnungen, weil wir alles sofort haben wollen. Wir wollen uns nicht bemühen, wir wollen nicht losgehen, wir wollen losgehen und es haben. Wir wollen nicht diese kleinen Schritte machen und manchmal braucht es eben Zeit, um ein Ziel zu erreichen. Man muss es dann einfach akzeptieren und den nächsten Traum hinterherjagen. Ich denke, Träume sind wichtig im Leben und wir alle haben Träume. Man muss eben nur schauen, ob sie realistisch sind und wie viel Zeit wir reinstecken. Die Menschen, die meine Energie gestohlen haben. Ich glaube, wir hatten alle mal einen Freund, der immer nur kam, wenn er was wollte. Man ist irgendwann wütend auf sich selbst, weil man die Menschen immer wieder in sein Leben lässt. Und ich kann euch sagen, das Leben ist viel zu lang, um es mit Menschen zu verbringen, die deine Zeit und Energie rauben. Lass es. Es gibt Momente, da habe ich keine Antwort. Es gibt Momente, da fällt mir keine Antwort ein. Es gibt Momente, da antworte ich nicht. Und ich denke, das ist okay. Wir haben nicht immer eine Antwort auf alle Bereiche des Lebens. Es ist in Ordnung, wenn man auch mal etwas nicht weiß. Oder wenn man sagt, ich weiß es nicht, weil ich habe es noch nie gehört oder so. Und ich finde, das ist auch nicht schlimm und auch richtig. Aber ich bin bereit zu lernen. Wenn ich die Antwort nicht weiß, dann weiß ich sie beim nächsten Mal. Die falschen Menschen um Hilfe gefragt. Ich denke, manchmal tun wir Dinge, um uns besser zu fühlen, um besser anzukommen, um akzeptiert zu werden. Wir wollen von Menschen respektiert werden, die uns respektlos gegenüber sind. Ich habe darüber mal gesprochen, das war eine Zeit in meiner Kindheit. Es ist wirklich schwierig, dazugehören zu wollen, wenn du eigentlich weißt, das ist nicht richtig. Und ich kann euch sagen, es hat sehr viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Wenn du dein Selbstwertgefühl nicht pusht, wirst du immer wieder in die Situation kommen. Die Wiedergutmachung mit mir selbst. Und auch wenn ihr es nicht glaubt, aber wenn wir eine Person verletzen, die uns wichtig ist, dann versuchen wir alles, es wieder gut zu machen. Wir bitten die Person um Vergebung, weil wir es bereuen. Aber warum vergeben wir uns dann nicht einfach mal selbst? Wir müssen manchmal die Verantwortung übernehmen, dass wir die Schuld haben, dass wir die Fehler gemacht haben, um uns selbst zu vergeben. Manchmal ist es hilfreich, wenn man das alles mal aufschreibt. Ich vergebe mir, weil
weil ich die Fehler gemacht habe, weil ich nicht mein Bestes geben konnte, weil ich in dem Moment einfach schwach war. Du musst dir im Leben selbst verzeihen können, denn das war einfach dein Leben. Das verändert dein Leben. Wenn du wieder freier im Kopf bist, wenn du keine Blockaden hast, wenn du dir keine Vorwürfe machst, du kannst gewisse Dinge nicht ändern. Und wir sind alle nur Menschen. Wir machen Fehler. Wir haben unsere Emotionen, wir haben unsere Höhen und Tiefen und das ist okay. Das sind 15 Dinge, die ich aufgegeben habe, damit mein Leben einfacher wird. Und das schaffst du auch. Du kannst mir gerne mal deine Erfahrungen in den Kommentaren schreiben oder was sind deine Tipps? Ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, das war's. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!